Moin, herzlich willkommen. Schön, dass du dabei bist hier auf Johns MOBA zu einem neuen Log-Review heute mal wieder. Und zwar eine Kleinigkeit von Lilliput. Dazu zwei Dinge vorab. Erstmal habt ihr, wenn ihr regelmäßig zuschaut, festgestellt, es wird gerade ein ganz bisschen weniger hier auf meinem Channel. Das liegt einfach daran, dass ich gerade sehr wenig Zeit leider habe für das Thema Modellbahn. Das wird im Herbst wieder anders, dann kommt hier mehr Content. Momentan versuche ich, dass ich alle 14 Tage euch hier mit einem frischen Video versorge. Punkt 2. Ich musste jetzt leider nochmal komplett neu anfangen, dieses Video hier aufzunehmen, denn beim letzten Mal ist nach 13 Minuten einfach der Sound ausgegangen, weil anscheinend die Batterien vom Mikrofon alle waren. Jetzt habe ich natürlich ein bisschen das Dilemma, ich mache hier One-Take-Videos für euch, das heißt, wir machen jetzt einfach alles nochmal. Wenn euch allerdings auffällt, dass ich vielleicht an manchen Stellen irgendwas vergesse, gar nicht erwähne und ihr denkt, das erzählt er doch sonst immer, warum denn heute nicht, das liegt einfach daran, dass ich das alles einfach schon mal gerade erzählt habe und mir dann überlegen muss, ja, was habe ich jetzt schon gesagt, was habe ich noch nicht gesagt, alle diese Dinge. Das ist natürlich ohne festes Skript, was ich hier habe, einfach ein bisschen schwieriger in einem One-Take. Da hoffe ich auf euer Verständnis, wird trotzdem ein cooles, spannendes Ding heute. Worum geht es? Es geht hier um diesen kleinen Kasten von Lilliput, und zwar sind da drin zwei so kleine Objekte. Das seht ihr jetzt hier. Das ist nämlich ein sogenannter Panzerspähzug. Natürlich auch in der Variante AC Wechselstrom digital. Und so sehen die dann in live aus. Aber erstmal, wie immer, das Thema Verpackung. Das Ganze ist ein Karton von Lilliput, relativ hochwertiger Karton, immer im Vergleich jetzt auch zu Heljan oder so deutlich fester. Und da drin findet sich dann hier einfach der klassische Blister, also jetzt nichts Besonderes tatsächlich, keine Spezialitäten. Und in dem Blister selber ist dann nochmal hier so ein kleiner Zurüstbeutel drin, könnt ihr jetzt in dem Lichten, glaube ich, nur so ein ganz bisschen erkennen hier. Da sind die einfach gut geschützt drin, die beiden Kleinwagen. An Zurüstteilen ist tatsächlich jetzt nur relativ wenig dabei. Und zwar gibt es zusätzliche Kupplungen und es gibt dann eigentlich nichts weiter, außer so kleinen Stangen, mit denen man das Ganze verbinden kann. Das ist eigentlich alles, was so mit dabei ist. Was haben wir noch in dem Kasten hier drin? Papierkram. Und das ist auch wieder eine spannende Sache. Also erstmal haben wir hier eine Anleitung von dem sogenannten Logpilot. Und zwar seht ihr hier der Logpilot in der Version 2. Also hier ist ein Logpilot V2 verbaut. Das Modell ist also schon ein bisschen älter. Das Handbuch mit der Anleitung hier stammt von 2005. Jetzt habt ihr eine ungefähre Vorstellung, wie alt das ist. Für die Jüngeren unter euch, gibt ja ein ganz paar Jüngere, 2005 ist Angela Merkel Kanzlerin geworden. Also es gab auch davor schon ein Deutschland, in dem Anleitungen gedruckt wurden. So alt ist das auf jeden Fall, dieses Modell, obwohl ich es jetzt neu gekauft habe. Ja, die Anleitung, auch 2005 war hier von ESO Electronic Solutions Ulm schon sehr detailliert. Und man konnte auch 2005 schon an diesem Logpiloten V2 ganz viele CVs einstellen. Also ihr seht jetzt hier sind auch so Tabellen schon drin. Funktional war der natürlich jetzt noch nicht ganz so ausgereift wie die heutigen Decoder. Ich glaube, das ist jetzt mit 16 Jahren mehr Entwicklungszeit uns allen bewusst. Trotzdem bietet der auch schon eigentlich alles, was man so als normaler Modellbahner im Regelfall braucht. Das heißt also, wir haben hier eine Anfahrverzögerung, die wir definieren können. Wir haben theoretische Funktionen, die wir auslösen können. Hat das Modell jetzt hier nicht. Und alle solche Sachen. Und ja, mehr braucht man doch eigentlich auch nicht. Man kann sogar ein Funktionsmapping machen und solche Sachen. Also es gibt ja auch Leute, die das machen und das programmieren. Auch das ginge hier mit dem alten sogar. Das zweite ist dann hier eine, ja, ich weiß nicht, nennen wir das Anleitung? Das ist einfach nur ein Zettel. Und auf diesem Zettel steht drauf, dass es eine Lok ist, ein Panzerspähzug. Das ist ein Zusatzblatt, also die Betriebsanleitung ist quasi auch nur ein Zusatzblatt, steht hier. Ja, das Radprofil ist AC, schreiben sie. Es gibt einen Mittelleiter für Märklin-System, glaube ich, ganz sinnvoll. Ja, und that's it. An den Rest finde ich in der Anleitung vom Decoder. Das ist ungefähr so das, was hier drin steht, sonst nichts. Eine halbe Seite, davon ist der erste Teil. Vielen Dank, dass du eine Lilliput-Lok gekauft hast. Lilliput
wer es nicht weiß, Bachmann ist weltweit mit einer der größeren Modellbahnhersteller, sitzt in China, auch wenn es nicht so klingt. Und Lilliput ist einer der Markennamen, der von Bachmann quasi verwaltet wird, sagen wir es mal so. Ja. So, und dann gibt es hier noch einen zweiten Teil. Das ist eine, ja, wenn man so will, Ersatzteilliste. Die sagt einem aber auch sehr, sehr schön, was es hier noch gibt. Und das seht ihr hier oben. Also wir haben jetzt ein Set von dem Ganzen. Es gibt allerdings mehrere Sets. Und zwar gibt es noch weitere Wagen. Wir haben jetzt hier das Set mit dem Commander Car, also Kommandowagen, und dem Infanteriewagen dabei. Es gibt noch einen Geschützwagen und es gibt einen Pionierwagen. Gucken wir uns gleich nochmal an. Und das war es schon an Papierkram. Heißt also jetzt hier, die Verpackung ist ja nichts super Besonderes, wo man sich irgendwie vor fürchten müsste oder so, aber auch nichts, was besonders heraussticht. Und jetzt kommen wir mal zu dem Modell. Das Modell selber, das war die erste Sache, die mir massiv aufgefallen ist bei dem Ganzen. Ich wollte das eigentlich gar nicht kaufen und ich wollte es euch auch gar nicht vorstellen. Warum? Was hat ein Panzerspähzug, wie es hier schon heißt, aus dem Zweiten Weltkrieg auf meiner dänischen Anlage in den 80er Jahren zu tun? Erstmal gar nichts. Was mir allerdings passiert ist, ich habe bei Google gesucht nach Panzerspähzug. Habe eigentlich so die normalen Panzer quasi gesucht. Und das hier habe ich gefunden. Zu einem relativ anständigen Preis. Und dachte man, naja gut, das probierst du jetzt einfach mal aus, weil das sieht so interessant aus, dieses kleine Modell. Einfach mal, weil es was Besonderes ist, weil es auch ein etwas anderes Konzept ist und weil ich finde, es muss auch belohnt werden, wenn ein Hersteller mal so ein bisschen speziellere Dinge rausbringt und nicht immer nur Mainstream. Deswegen habe ich es gekauft. Preis, wenn ihr das selber kaufen wollt, neu werdet ihr irgendwas zwischen 70 und 90 Euro bezahlen. Meistens zahlt ihr so um die 80 Euro ungefähr beim Händler dafür. Gebraucht ist es entsprechend günstiger, klar. So, und die sind super klein. Also von der Länge her, ich habe jetzt hier so ein Hightech-Tool, ich messe das mal für euch aus. Inklusive Puffer bin ich bei ungefähr 8 cm. Breite ist, ja, wie immer so 3,5 ungefähr bei einem H0-Modell. Und die Höhe, was haben wir da? Auch so 3,5. Das ist also wirklich super klein. Das kommt einem gar nicht so vor. Vielleicht, wenn ich einfach meine Hand mal dahinter halte. Ich habe jetzt eine durchschnittlich große Männerhand. Ich habe da keine Riesenpranken oder sowas. Und da seht ihr, wie klein diese beiden Modelle davor sind. Weiterer Vergleich auch für euch mal hier dieser Märklin Prellbock, den ihr alle kennt. Schaut euch den einfach mal daneben an. Der ist, ja, im Vergleich doch relativ groß. Sind also ganz, ganz kleine filigrane Wägelchen. Es gibt zwei davon. Der eine ist leer, der ist auch ganz leicht. Das ist dieser sogenannte Infanteriewagen. Da seht ihr hier, der ist eben mit dem Hoheitsabzeichen der Wehrmacht versehen. Eine schöne kleine Bedruckung, ein paar Details und tatsächlich hier so vorne auch angesetzt eine Griffstange ist da nochmal dran. Oben auf dem Dach findet ihr jetzt hier Werkzeug. Das ist leider nicht bedruckt oder so, das ist allerdings zusätzlich angeklebt. Und die Antenne hier oben ist tatsächlich aus Metall, die ihr hier so seht. Ja, das ist also kein Plastik, was da angesetzt wurde. Das Ganze rollt relativ leicht und dann seht ihr hier auf der Rückseite seht ihr die 4 Achsen. Und hier, das gibt es auf beiden Seiten, wir sehen es jetzt hier im Licht nur auf der Seite, das sind die kleinen Kupplungen, wo man die Wagen direkt miteinander kuppeln könnte, ohne normale Modellbahnkupplungen zu verwenden. Das hat ein paar Vorteile und Nachteile. Vorteil ist, es ist sehr filigran, es sieht gut aus. Nachteil ist, diese kleinen Plastikstangen, die hier mitgeliefert werden, die kriegt man ganz, ganz schwierig nur wieder raus. Also hier jetzt bei dem anderen Wagen, das ist der mit dem Antrieb, hier ist diese kleine Stange, die ist einseitig noch verbaut. Zusammen geht ganz leicht, auseinander geht ganz schwierig. So, und hier sehen wir jetzt den zweiten Wagen, der hat tatsächlich, obwohl er nur 2 Achsen hat, die auch beide angetrieben sind, leider durch ein Plastik, Zahnradgetriebe, aber okay, man kann nicht alles haben. Der hat sogar Haftreifen, also hier, da ist ein Haftreifen dran und der funktioniert. Also der hat ordentlich Zugkraft dafür, dass er so relativ klein hier ist. Und hier seht ihr mal, was man auch machen kann. Man hat die Möglichkeit, hier eine normale Kupplung auch anzubauen. Das Ganze hat also NEM-Schächte auf beiden Seiten jeweils. Und damit kann man eben auch, wenn man möchte, normale Wagen ziehen.
Wichtig ist, es gibt keine Kurzkupplungskulisse, das heißt, wenn ihr eine Kupplung verbaut, sollte das eine sein, die eben auch in der Breite quasi variabel ist, also in den Seiten variabel ist und nicht fix, so dass ihr jetzt hier nicht aus den Kurven rausfliegt dann mit dem Wagen. Der Kommandowagen hat dann noch eine weitere Besonderheit, die ihn unterscheidet vom Infanteriewagen, und das ist hier oben dieser Gitterrahmen. Das ist eine Funkantenne. Die ist auch komplett aus Metall und relativ fest. Also man kann das jetzt quasi jetzt hier auf der Oberseite auf den Boden legen. Da bricht nichts ab. Das hält also viel aus. Und ansonsten sind die eigentlich bis auf die Tatsache, dass der eine einen Antrieb hat und der andere nicht, identisch. Kann man also sozusagen als Zweierset so kuppeln. Es gibt noch ein zweites Set, wenn man die sehr cool findet hier, dann werden das 4 Wagen. Und zwar ist das dann ein Pionierwagen, der hat noch ein bisschen mehr Ausrüstung dabei, und ein Geschützwagen, der hat einen Panzerturm hier oben drauf mit Geschütz. Dann hätte man das volle Set mit 4 Wagen, wie das übrigens auch im Original tatsächlich im Einsatz war. Apropos Original, was zur Hölle ist eigentlich ein Panzerspähzug und warum braucht man den und was ist überhaupt ein Panzerzug? Grundsätzlich kommt einem die Idee eines Panzerzuges heute wahrscheinlich noch etwas absurder vor oder deutlich absurder vor als im Zweiten Weltkrieg und deutlich absurder als zu dem Zeitpunkt, wo Panzerzüge entwickelt wurden. Die ersten Panzerzüge gab es tatsächlich schon im amerikanischen Bürgerkrieg 1861 bis 1865. Da gab es die ersten Panzerzüge. Es ist ungefähr 30 Jahre nach der ersten Dampfeisenbahn, die überhaupt eingesetzt wurde, gab es schon erste Panzerzüge als Versuch. Zum damaligen Zeitpunkt war es so, dass man angefangen hat, dadurch, dass durch die Industrialisierung mehr Metall zur Verfügung stand und eben auch eine, sag ich mal, professionelle Metallverarbeitung im industriellen Stil, konnte man natürlich dann auch anfangen, größere Objekte zu panzern. Da hat man Schiffe gepanzert, man hat aber auch angefangen, Eisenbahnen zu panzern. Es gab auf der anderen Seite keine panzerbrechende Munition, sodass das eben auch einen gewissen Vorteil hatte und zum Beispiel bei Schiffen dazu geführt hat, dass sie eben einfach die Kanonenkugeln abgeprallt sind, oder eben auch bei Eisenbahnen natürlich, die dann auch entsprechend geschützt waren. Das waren erste Versuche. Das Ganze hat sich dann weiterentwickelt in den nächsten Jahrzehnten bis hin zu einem Höhepunkt, und zwar um den Ersten Weltkrieg rum. Etwas davor und etwas danach, also auch die Revolutionen, die stattgefunden haben, zum Beispiel in Russland, oder eben auch die revolutionären Kämpfe in Deutschland nach dem Ersten Weltkrieg. Da waren in vielen Fällen Panzerzüge tatsächlich beteiligt. Und aus heutiger Sicht klingt das jetzt etwas absurd, aber zum damaligen Zeitpunkt müsst ihr euch einfach überlegen und zurückversetzen in die Zeit. Es gab keinen Individualverkehr mittels Verbrennungsmotoren. Das heißt also, das naheliegendste, was es als erstes gab als Hightech, waren Eisenbahnen. Und die Eisenbahn ist ja quasi das Internet und Smartphone des 19. Jahrhunderts. Also auch was die Geschwindigkeit der Ausbreitung und Entwicklung angeht. Das heißt also 1830 gab es die erste Eisenbahn und 1890 waren eigentlich fast alle Strecken dieser Erde schon gebaut. Es gab dann noch 2, 3 Hypes danach, so bis 1930 ungefähr, wo neue Strecken gebaut wurden. Aber bis auf die heutigen ICE- und Hochgeschwindigkeitsstrecken war eigentlich alles andere schon um den Ersten Weltkrieg rum fertig und da. Und deutlich mehr auch als heute, weil es eben keinen Individualverkehr und keine Busse und sowas in der Art, in der Form wie heute gab. Das heißt also, zum Zeitpunkt Erster Weltkrieg war jedes oder fast jedes Dorf in Westeuropa oder in Europa mit einer Eisenbahnanbindung versehen, einfach um dort Güter hinzutransportieren und abzutransportieren. Und in diesem Hinblick dann zu sagen, ich habe einen gepanzerten Zug, dann macht das wieder Sinn. Weil es gab ja noch keine Autos und es gab auch noch nicht die Idee des Panzerkampfwagens, weil einfach die Technologie noch nicht so weit war. Die Motoren waren noch nicht so weit, alle diese ganzen Dinge. Insofern machte das schon Sinn, dass man sagt, man nimmt die Hochtechnologie, panzert die und kann die vielleicht auch eben im Krieg einsetzen. Das ist so diese Grundregel, ja, alles, was man irgendwie machen könnte im Krieg, das wird auch irgendwann mal ausprobiert. Und genauso war das hier auch mit den Panzerzügen. Die hatten und haben ein paar strategische Vor- und Nachteile, was am Ende dafür gesorgt hat, dass sie eben nicht mehr im Einsatz sind. Zum Ersten Weltkrieg hin war der große Vorteil natürlich, dass ich viel Gewicht und eine hohe Mobilität habe. Das heißt also, ich konnte viel Panzerung von A nach B bewegen.
Ich habe also de facto eine mobile Geschützstellung gehabt. Und das war natürlich in dem Grabenkrieg des Ersten Weltkriegs sehr, sehr hilfreich. Ihr kennt vielleicht diese riesigen Eisenbahngeschütze, die zu dem Zeitpunkt auch entwickelt wurden, um über Längestrecken wirklich zu schießen. Und die Panzerzüge waren dann eben gepanzert mit kleineren Geschützen und wurden tatsächlich auch in Gefechten eingesetzt. Sowohl im Krieg Deutschland-Russland bzw. Deutschland-Österreich-Ungarn-Russland auf der östlichen Seite, als eben auch auf der westlichen Seite im Stellungskrieg in Frankreich, Belgien und so weiter. Das hat ganz gut funktioniert. Hatte natürlich immer den Nachteil, ich weiß sehr, sehr genau, wo sich dieser Zug bewegt, weil ich weiß ja als Gegner, wo ist eine Eisenbahnstrecke, auch vor dem Krieg gewesen, und nur auf diesen Strecken kann sich dieser Zug bewegen, der kann ja nicht von diesen Strecken abweichen. Insofern ist auch die Funktion als Offensivwaffe eingeschränkt, weil ich ganz genau weiß, wenn ich jetzt Panzerzüge einsetze zum Angriff, weiß der Gegner ganz genau, wo der langkommt. Der kommt halt auf dem Gleis lang, nirgendwo anders. Das schränkt natürlich die Offensivnutzung von so einem Panzerzug massiv ein, weil man sehr, sehr genau weiß, wo der langkommen wird. Und er ist dadurch eben auch sehr, sehr leicht zu manipulieren bzw. auch zu sabotieren. Denn auch in meinem kleinen Beispiel hier, dieser schöne Panzerzug, wird aktuell nicht weiterfahren als hier, denn da endet das Gleis. Das ist also die einfachste Variante, wenn ich eine Offensive eines Panzerzuges quasi beenden möchte als Gegner, dann muss ich einfach nur die Schienen auf meiner Seite noch nicht mal lange, einfach nur auf einem kleinen Stück zerstören. Und der Panzerzug wird definitiv an dieser Stelle zum Halten kommen und die Offensive endet genau dort. Das heißt, offensiv sind die nur sehr, sehr eingeschränkt nutzbar gewesen. Auch damals schon, wurden also als mobile Geschützstellung eher ein bisschen weiter hinten eingesetzt. Da ganz viel. Und selbst nach dem Ersten Weltkrieg in den verschiedenen Revolutionen, sei das in Russland, sei das eben auch in Deutschland in den revolutionären Aufständen, die es gab im Rahmen der Gründung der Weimarer Republik, kamen Panzerzüge zum Einsatz. Die hatten natürlich auch so ein bisschen den Effekt der projizierten Macht. Das heißt also, das war eine mobile Geschützstellung, ein mobiler Bunker, den man relativ schnell bewegen konnte. Hat also tatsächlich auch Vorteile gehabt. Das Konzept, insbesondere wenn ich einen Gegner habe, der jetzt nicht unbedingt Interesse daran hat, eine Eisenbahn tatsächlich zu zerstören. So viel zum Thema grundsätzlich der schwereren Panzerzüge. Dann gab es eine Entwicklung zum Zweiten Weltkrieg hin. Und das ist hier ein Modell des Zweiten Weltkriegs und deswegen kommen wir da jetzt mal drauf. Diese Entwicklung war insbesondere im Bereich der Verbrennungsmotoren, die war insbesondere im Bereich der PKWs und in der Folge natürlich auch der Panzerkampfwagen. Das heißt also, das grundsätzliche Konzept eines Panzerzuges, der offensiv in irgendeiner Form eingesetzt wird, hat sich dadurch natürlich wirklich ad absurdum gerannt, weil ich was Besseres hatte. Ich hatte Panzerkampfwagen. Die konnten vielleicht nicht so weit fahren, aber sie konnten an vielen anderen Stellen eingesetzt werden und eben mit der Eisenbahn verschoben werden dahin. Das heißt, da ist das Konzept etwas verändert worden von der kämpfenden Eisenbahn hin zu einer Eisenbahn, die die kämpfende Einheit von A nach B bringt und sich ab dann eben verteilt. Trotzdem kamen auch im Zweiten Weltkrieg noch Panzerzüge zum Einsatz. Unter welchen Voraussetzungen konnte man das machen? Das eine war natürlich in einer Offensivsituation wiederum, in der ich einen ganz klaren Vorteil habe, habe ich hier eine mobile Geschützstellung, wie im Ersten Weltkrieg. Der große Unterschied, es gibt etwas, das nennt sich Flugzeug, mit einer Bewaffnung, die auch einem Panzerzug gefährlich werden kann. Im Ersten Weltkrieg war das nicht der Fall. Im Ersten Weltkrieg hatte ich primär kleine Propellermaschinen, Doppeldecker mit einem MG drauf. Da hat sich ein gepanzerter Zug jetzt nicht drum geschert, ob da der rote Baron irgendwie rüberfliegt mit seinem Dreidecker. Im Zweiten Weltkrieg war das natürlich eine ganz andere Geschichte. Da habe ich Luftangriffe gehabt, auch auf Eisenbahn und Eisenbahnstrecken. Und ich habe ernsthaft wirklich auch Flugzeuge gehabt, die zum Erdkampf das erste Mal ausgerüstet waren, später mit Raketen und entsprechender panzerbrechender Munition, tatsächlich auch aus kleineren Kanonen, 20 mm, aus teilweise, ich glaube in einigen russischen Flugzeugen sogar 30 mm, also 3 cm Durchmesser, wirklich mit panzerbrechender Munition. Und das ist natürlich für einen Zug deutlich gefährlicher als für jedes andere Fahrzeug, weil der Zug kann sich nicht verstrecken. Der Zug bleibt ja auf den Schienen. Das heißt, der angreifende Pilot weiß ganz genau, wo wird sich mein Ziel hinbewegen. Das wird dieser Strecke hier folgen. Es kann gar nicht anders.
Und dementsprechend ist natürlich auch ein Panzerzug nur einzusetzen, wenn ich tatsächlich in diesem Bereich eine gewisse Lufthoheit habe. Sei es entweder durch entsprechende Flak-Ausrüstung oder eben durch eigene Flugzeuge. Und das war zum Beispiel gegeben im gesamten Vormarsch der Wehrmacht. Gegenüber der Roten Armee gab es meistens diesen Vorteil. Und andersrum von der Roten Armee quasi als der Rückmarsch der Wehrmacht quasi gezwungenermaßen stattgefunden hat, ein paar Jahre später. Das heißt, aber in einer Pattsituation dazwischen ist es auch schwierig, so einen Zug ernsthaft einzusetzen. Dementsprechend gab es ein paar Einsatzszenarien. Auf deutscher Seite wurden die schweren Panzerzüge eher als Hauptquartier bzw. Heeresfeldlager sozusagen eingesetzt, weil sie schnell verschoben werden konnten. Und auf russischer Seite gab es tatsächlich auch noch Panzerzüge zum Kampf ausgerüstet. Die Deutschen haben es auch ein bisschen gemacht. Ausgerüstet mit der berühmten 88er Flak hatte man natürlich auch auf dem Zug eine ideale Schussbasis mit einem entsprechenden Radius. Und man muss ja auch sagen, in dem ganzen Szenario, ich nenne es jetzt Ostfront, aus russischer Sicht großer Vaterländischer Krieg, man kann es nennen, wie man will. Also alles, was jetzt im Rahmen der Operation oder nach der Operation Barbarossa stattgefunden hat, war die Schiene das absolute wichtigste Element in dem Ganzen für die deutsche Wehrmacht. Denn darüber ist der gesamte Nachschub aus Deutschland in Richtung Osten verschoben worden. Einerseits natürlich, weil die Straßen nicht dafür ausgelegt waren, eine Armee zu unterstützen. Und warum sollten sie es auch? Den Bedarf gab es vorher überhaupt nicht. Es gab nicht die Menge an Individualverkehr, weder in der Sowjetunion noch in Polen, dass man eben entsprechend gut ausgestattete, asphaltierte Straßen brauchte, die eine Wehrmacht zum Beispiel komplett gebraucht hätte. Und es hat ja auch keiner die Bereitschaft gehabt zu sagen, wir bauen jetzt hier eine asphaltierte Straße durchs Dorf, weil in 3 Jahren die Wehrmacht hier durchzieht. Warum auch? Und das Gleiche war ja auch auf deutscher Seite so. Also es war ja nicht nur in Polen so, auch in Ostpreußen zum Beispiel. Und allem, was in deutscher Verwaltung war, war ja auch die Infrastruktur nicht von vornherein so ausgerichtet, dass man dort eben eine komplette Wehrmacht-Panzerarmee durchschieben konnte, ohne dass die Straßen gelitten hätten. Dementsprechend war die Schiene super geeignet, weil der Schiene tut das nicht weh, wenn die entsprechend gut gebaut ist, da auch viele, viele Tonnen an Material dauerhaft rüber zu verschieben. Das hat natürlich ein bisschen dazu geführt, dass das auch die Achillesferse war. Und da die deutsche Wehrmacht ja in diesem Vormarsch sich in einem Gebiet befunden hat, wo die Bewohner jetzt nicht unbedingt der Meinung waren, das ist eine tolle Idee, dass wir hier eine Invasion haben durch die Wehrmacht, gab es etwas, das nannte sich Partisanenkrieg im Hintergrund. Das heißt also, dass dort eine asymmetrische Kriegführung gegen die Wehrmacht stattgefunden hat. Asymmetrisch heißt, ich habe eine feste Armee und ich habe dann kleinere Einheiten, die eben nicht einer festen staatlichen Organisation zum Beispiel angehören, sondern wie heute Terrorgruppen, ähnliches. Die haben natürlich gewusst, Achillesferse, Schiene. Was macht man? Man kann Schienen sprengen, weil ich muss auf einer 700 Kilometer langen Strecke, wo ein Versorgungszug langfahren soll, nur an einer Stelle eine Brücke oder eine Schiene ein bisschen kaputt machen und dieser Zug wird nicht von A nach B kommen. Entweder fährt er gar nicht erst los, weil jemand festgestellt hat, da ist was kaputt, oder er fährt bis zu der Stelle, bleibt da stehen, bis das repariert ist. Oder im Optimalfall aus Partisanensicht, man merkt das erst, wenn der Zug rüberfährt und entgleist. Insofern ist das also ein ultra anfälliges System gewesen und das musste beschützt werden. Und dafür gab es etwas, das dann entwickelt wurde. Das ist dieser Panzerspähzug gewesen oder diese Art Panzerspähzug. Diese relativ kleinen, leichten, beweglichen Fahrzeuge waren eine der Antworten der Wehrmacht eben auf die Notwendigkeit, solche langen Nachschublinien der Eisenbahn zu verteidigen. Hat verschiedene Gründe gehabt. Das ist also, wenn man es so betrachtet, erstmal einfach nur ein gepanzerter Schienenkontrollwagen. Gibt es außerhalb von Kriegen auch in ungepanzert. Ungepanzert hätte halt nicht funktioniert, weil ich dann meine Besatzung ganz ungeschützt natürlich auch diesen Partisanen ausliefere, die vielleicht irgendwo warten, weil die ja auch genau wissen, man kann sich eben nur auf dieser Schiene fortbewegen. Es gab andersrum in gepanzert allerdings nur Fahrzeuge, die nicht schienenfähig waren am Anfang. Es gab dann Versuche, wo man gewisse Panzerspähwagen, und deswegen heißt es auch Panzerspähzug,
wo man Panzerspähwagen, die eigentlich eine Offensivrolle an der Front einnehmen sollten, um zu gucken, okay, wo ist der Feind, alle diese ganzen Dinge, umgerüstet hat, sodass die auch auf Schienen fahren konnten und so eine eher defensive Rolle zum Schutz der Gleise einnehmen konnten. Dann hatte man zumindest mal den Namen, warum das Ganze Panzerspähzug heißt. Weil ich einen Panzerspähwagen auf Schienen gesetzt habe, habe ich ihn zum Zug gemacht. Diese Fahrzeuge waren erstens nicht ideal dafür, zweitens eigentlich auch viel zu teuer konstruiert, weil sie geländegängig waren, weil sie mit Allradantrieb versehen waren. Also sehr, sehr hochwertige Fahrzeuge, die an der Front eine viel wichtigere Rolle erfüllen konnten. Und die Deutsche Bahn, beziehungsweise die Reichsbahn, hatte ja die Möglichkeit, hier gemeinsam mit der Wehrmacht viel einfacher zu konstruieren. Und dann hat man sowas hier gebaut. Ganz, ganz einfache Konstruktion, wenn ihr euch das anguckt. Also wir haben hier auch von der Formgebung her wirklich einfach Panzerplatten in entsprechenden Winkeln aufgeschraubt und ansonsten einfach nur einen kleinen Mini-Triebwagen mit 2 angetriebenen Achsen, war versehen mit einem kleinen Dieselmotor. Es gibt leider ganz, ganz wenig Literatur darüber, deswegen kann ich euch nicht sagen, wie viel PS der hatte, was die Maximalgeschwindigkeit war, alle diese ganzen Sachen. Es gibt wohl ein paar Bücher zu dem Thema, die bekommt man aber nur antiquarisch noch. Und im Netz habe ich da solche Detailinformationen leider nicht gefunden. Allerdings, was ich gefunden habe, was auch logisch ist ungefähr, es gibt hier eine Gewichtsangabe im Druck auf dem Ganzen drauf. Ich hoffe, dass man das jetzt so ein bisschen lesen kann hier. Und zwar soll jeder dieser Wagen im Original 17 Tonnen gewogen haben. Und das ist auch durchaus vorstellbar, denn die Achslast liegt damit dann auf jeden Fall unter 10 Tonnen bei 2 Achsen. Das Ganze ist also top Nebenbahn geeignet und dafür war dieser kleine Zug hier auch gedacht mit den 4 Einheiten. Es gab einen größeren, das waren dann sozusagen solche Schienenschutzzüge, die hatten eine richtige Lokomotive, die hatten Wagen dabei, die hatten teilweise auch Flachwagen mit Rampen, um kleine Panzerfahrzeuge mitzuführen. Die waren also wirklich die großen Kaliber zum Schutz. Und das hier waren eigentlich wirklich die kleinen Kontrollfahrzeuge. Die hatten nämlich einen ganz großen Vorteil, wenn die zu zweit oder zu viert unterwegs waren. Man hat ja manchmal sowas, das nennt sich Weichen. Und wenn man jetzt als ein großer Zug mit einer Lokomotive unterwegs ist, hat man natürlich ein Problem an einer Weiche, weil dann kann man entweder links oder rechts kontrollieren. Je nachdem. Man kann aber nicht beides kontrollieren. Diese Wagen hier hatten den Vorteil, die haben sich dann einfach getrennt und der eine fuhr in die eine Richtung, der andere in die andere Richtung und dann blieben sie über Funk in Kontakt und konnten sich später natürlich auch entsprechend wieder treffen. Heißt, wenn ich hier 4 solche kleinen Einheiten hatte, habe ich schon eine riesen Bandbreite und ein Riesengebiet an Schiene wirklich kontrollieren, überprüfen können und habe da eben auch eine kleine Plattform gehabt, die zumindest gegen Handfeuerwaffen, Maschinengewehrfeuer, Panzerschutz bot. Und das war ja auch das, was man im Endeffekt eigentlich brauchte. Deswegen der Name Panzerspähzug, weil es eben aus Panzerspähwagen und der Idee eines Panzerspähwagens auf Schienen entstanden ist. Als ernsthaften Panzerspähwagen konnte man sowas natürlich hier gar nicht einsetzen, weil was will man damit ausspähen, wenn man quasi mit einem Dieselmotor über eine Schiene losrollt in Richtung des Feindes? Erster Nachteil ist, man kann sich halt von der Schiene nicht verstecken. Man ist einfach sichtbar in dem Moment, wo man auch den Feind sehen kann, weil man auf der Schiene irgendwie langtuckert. Und damit ist das ganze Konzept Panzerspähzug natürlich dann auch vom Namen her zumindest gerade ins Wasser gefallen, weil ich entdeckt wurde und entsprechend eben auch nicht mehr als Spähherr im Geheimen meine Aufklärung leisten kann. Insofern bleibt eigentlich nur der Name und ist ein Streckenschutzzug. So viel also zu der Historie. Wenn wir jetzt das Modell uns ein bisschen genauer angucken, bevor wir mal auf die Gleise rüberfliegen, gibt es eine zweite Sache, die ich mal abgesehen von dem historischen Kontext sehr, sehr spannend finde. Und zwar nehmen wir uns mal hier den Wagen mit dem Antrieb. Der hat 4 kleine Schrauben hier auf der Unterseite. Die kann man da relativ einfach aufmachen. So, und jetzt haben wir alle 4 offen. Und dann können wir uns mal dem Innenraum widmen. Als erstes machen wir hier mal den Deckel auf. Das geht, wenn die 4 Schrauben raus sind, tatsächlich sehr, sehr einfach. Muss man nur einmal ein bisschen beherzter hier quasi zugreifen.
und dann öffnet sich eigentlich das Ganze hier schon automatisch. Da haben wir es. Die Abdeckung hier oben ist einfach dünnes bedrucktes Plastik. Der Druck ist super. Die Detaillierung ist eigentlich auch wirklich schick gemacht mit den Schießscharten an den Seiten, also allen diesen ganzen Dingen. Man hat leider Plastik, wo die Schrauben reingehen. Das sind also keine Metallgewinde. Das wäre noch so Top of the Pops, aber man hat zumindest Schrauben. Das ist schon mal besser als so ein Steckprinzip oder so, was man vielleicht für den relativ günstigen Preis auch erwarten könnte. Und dann kommen wir jetzt schon zum Innenleben. Und das ist aus meiner Sicht fast das Spannendste an dem ganzen Modell. Ihr habt nämlich, wenn ihr hier das seht, diesen Metallkasten in der Mitte. Und dieser Metallkasten enthält alles, was die Lok eigentlich ausmacht. Das heißt, wir haben in der Mitte den Motor mit einer kleinen Schwungmasse auf beiden Seiten. Wir haben hier die Schnittstelle, wir haben hier jetzt den Lokpilot. Und dann haben wir hier, da und da unten jeweils nochmal eine Schraube. Und wenn ich diese beiden Schrauben entferne, kann ich diesen Block samt den Rädern auf der Unterseite komplett entnehmen. Und dann bleibt im Endeffekt übrig ein, ja, wie viel sind das? 5 cm. Das sind 5 cm mal knapp 3 cm. Ein etwa oder 2,5, ja, also eigentlich eher so 2,5. Ein 5 mal 2,5 cm Metallblock übrig, der komplett mit Technik ausgestattet ist und eine vollständige Lokomotive darstellt, die ich digital im AC-System steuern kann. Es ist also die perfekte Basis, wenn ihr einen kleinen Umbau vorhabt. Also wenn ihr irgendein kleines Fahrzeug habt, was ihr umbauen wollt auf ein Schienenfahrzeug in H0 für euer Märklin-System, kann das hier schon eine sehr, sehr gute Basis dafür sein. Weil ihr braucht halt 5 mal 2,8 cm und habt dann schon mit Haftreifen, mit Decoder, mit Schnittstelle, wenn ihr also Sound zum Beispiel auch haben wollt, könnt ihr auch einen anderen Decoder nehmen, alle diese ganzen Sachen hier drin. Und das für einen relativ günstigen Preis. Und bis ihr das angefangen habt, könnt ihr einfach das Ganze zumachen, zuschrauben und habt eine lustige kleine Lokomotive. Ja. Was man noch sagen muss, also die Technik, die ihr hier vom Verbauten her seht, das ist ja so durchschnittlich. Sagen wir es mal ganz klar, es ist durchschnittlich. Es ist jetzt nicht sonderlich schlecht, es ist nicht sonderlich gut. Die Kabellängen sind moderat, nicht überragend, aber man kann es auf jeden Fall aufmachen, ohne dass alles auseinanderfliegt. Und wenn ich das richtig einschätze, haben wir hier sogar noch Platz für einen Sounddecoder. Das heißt also, wenn man hier einen wirklich kleinen Lokpilot Mikro, glaube ich, mit Schnittstelle nimmt, plus eben der entsprechenden Sound, dann würde das auch funktionieren. Also den Lok Sound Micro. So, damit haben wir es wieder zugeschraubt. Ich denke, eines der größten Assets wirklich ist die Fähigkeit, dass man diese Lokomotive als quasi Grundlage für einen Umbausatz nutzt. Halte ich wirklich für eine ganz, ganz tolle Sache. Da ist natürlich die große Frage, wie gut fährt die denn? Macht das überhaupt Sinn, das dafür zu nutzen? Und das werden wir jetzt rausfinden. Ich nehme euch mit auf die Anlage. Ja, damit herzlich willkommen auf der Anlage und zum Fahrcheck unseres kleinen Panzer-Spähzuges. So steht er hier, der angetriebene Wagen hinten, der nicht angetriebene gerade vorne, also nicht vielleicht die ideale Aufstellung. Und wie immer werden wir jetzt erstmal den Kreisfahrtest machen. Der Lokpilot 2, der hier verbaut ist, ist nicht MFX-fähig. Das heißt, der Decoder wird nicht automatisch erkannt, ist aber mit der Adresse 3 in der Auslieferung und kann dann hier über die Mobile Station angesprochen werden. Ihr seht dann, so sieht das Ganze hier aus. Ich habe jetzt hier ja mal das Lok-Symbol gewählt, was dem Ganzen am nächsten kommt. Funktion haben wir gar keine. Das Einzige, was funktioniert, ist eben hier vorne die Schildkröte. Damit schalte ich die Anfahr- und Bremsverzögerung ab. Ja, und ich werde jetzt wie bei allen anderen Tests einfach mal Vollgas geben und wir schauen, was passiert.
Ja, also in Summe, ihr seht es schon, deutlich langsamer, aber auch deutlich leiser als viele andere Lokomotiven, die wir hier schon im Test hatten. In Summe muss man sagen, ist die Lokomotive tatsächlich, ich habe jetzt mal wieder auf 0 gedreht, also hier schon mit einer ja, eigentlich ganz ansprechenden Anfahr- und Bremsverzögerung ab Werk ausgestattet, kann man gar nicht anders sagen. Und auch von den langsamen Eigenschaften her, wir fahren jetzt mal ein bisschen langsamer, sieht das eigentlich alles echt in Ordnung aus. Mal gucken hier. Ja. So sieht die ganze Lokomotive hier aus. Und jetzt seht ihr hier auch mal den Vergleich zum Thema, wie groß ist die Lok eigentlich bezogen auf andere Lokomotiven. Also ich habe mal hier für uns auf der linken Seite aus der gleichen Epoche die WR 360 C14 in der Version der DSB und rechts ein bisschen neuer, auch B gekuppelt aus meinem Beispiel, eben die sogenannte Kaluga. Und ich finde, man sieht schon ganz klar, es handelt sich hier wirklich um einen sehr kleinen Zug. Also wenn ihr euch das mal anguckt jetzt, wenn wir das mal hier so direkt daran hängen. Im Vergleich auch einerseits zu den Figuren unten rechts, aber auch zu der eigentlich ja schon relativ kleinen V36 ist es wirklich ganz klein und niedlich, dieses Fahrzeug. Also nicht nur die Ausmaße, auch der Eindruck auf der Anlage bestätigen das tatsächlich nochmal, dass wir hier ein relativ kleines Fahrzeug haben. Man kann im Vergleich dazu ja auch mal von der Größe her uns ein bekanntes Fahrzeug nehmen, wie zum Beispiel hier einen Ford Transit aus der Epoche 3 bzw. 4. Und da seht ihr mal, wie klein das Ganze im Vergleich dazu ist. Beziehungsweise eben auch, wenn wir mal einen Anhänger nehmen, einen Wagen und den direkt hier ranhängen. Wir haben ja hier zum Beispiel den Transthermos Seefischerwagen. Den können wir hier natürlich auch direkt rankoppeln. Das ist jetzt kein großer Güterwagen, kein ganz kleiner, aber ihr seht, der nimmt vom Volumen her schon so viel ein wie diese beiden kleinen Wagen zusammen. Also in Summe interessantes Modell, relativ klein und mit doch interessanten Fahreigenschaften tatsächlich. Und damit sind wir wieder zurück von der Anlage. Ihr habt gesehen, ohne Fehl und Tadel, wirklich ein gutes Modell, auch auf der Schiene. Extrem klein, ihr habt den Vergleich gesehen zur V36 zum Beispiel oder zur Kaluga, die ja auch schon sehr klein ist. Also wirklich richtig klein das Ganze, aber trotzdem fein. Ich finde die Geschwindigkeit auch gut. Es gab jetzt keine Probleme mit irgendeiner Lautstärke, mit irgendeinem Quietschen, irgendwas. Was mir natürlich massiv fehlt, sind hier jegliche Funktionen. Also ich glaube, das hätte dieser Lokomotive schon gut getan. Oder diese, kann man das Lokomotive nennen? Also diesem kleinen Wagen hier schon gut getan, noch irgendeine Funktion zu haben. Eine Lampe, irgendwas. Wirklich irgendwas einfach, dass man noch mal was schalten kann und merkt, okay, digital macht hier schon Sinn. Und davon abgesehen, finde ich persönlich, ist es einerseits die Idee und die Umsetzung durch Lilliput ist hier sehr gut gelungen. Dafür gibt es einen Daumen hoch. Auch die Tatsache, dass man überhaupt sich traut, solche doch eher Randmodelle hier auf den Markt zu bringen, finde ich auch hervorragend. Sollten sich mehr Hersteller trauen, mal so ein bisschen Special rauszubringen, nicht immer nur Mainstream. Dieses 10. Mal die BR01, die hilft uns dann auch nicht mehr. Da sind solche Sachen vielleicht einfach mal ganz lustig, weil es was anderes ist. Und dann muss ich allerdings sagen, es ist halt wirklich schwierig, hier einen Einsatzzweck für dieses Lokmodell auch zu finden. Also das ist so das, was es schwierig macht, was es negativ macht. Eine normale Lokomotive, die kann man halt mal vor irgendwelche Wagen spannen oder sowas. Hier kann man tatsächlich eigentlich nur über eine Anlage fahren, die tatsächlich
eigentlich so vom Gedanken her irgendwann in der Epoche, Ende Epoche 2 im Einsatz ist. Und davon gibt es, glaube ich, nicht so viele tatsächlich. Der Großteil von uns hat ja dann doch eigentlich ab Epoche 3, 4 aufwärts im Regelfall. Was ich übrigens sehr schade finde, also ich bin ja selber auch so einer, aber wenn man sich tatsächlich mit der Historie der Eisenbahn beschäftigt, dann ist es ja so, dass wir als Modellbahner einen unglaublichen Spaß daran haben, den Niedergang der Eisenbahn im Modell dann darzustellen. Das heißt also, eigentlich müssten wir doch alle Epoche 1, den Aufbau, die Aufbruchsstimmung, die nagelneuen, schicken Bahnhöfe mit den Länderbahnen, das müssten wir doch eigentlich bauen, wo das alles neu und shiny war und richtig schön. Was machen wir stattdessen? Den Niedergang der Eisenbahn. Epoche 3, 4. Ja, also Epoche 3 am Anfang war ja auch nochmal so ein bisschen Hochphase, aber eigentlich war das schon auf einem absteigenden Ast seit Anfang der 20er Jahre nach dem Ersten Weltkrieg, wo viele, viele Kraftfahrzeuge einfach dann auch verfügbar waren und ein Individuallastverkehr auf der Kurzstrecke auch der Eisenbahn große Konkurrenz gemacht hat. Wenn euch diese Themen mehr interessieren, schreibt das gerne mal unten in die Kommentare rein. Dann mache ich mal so ein paar Historien-Sessions mit euch zum Thema Eisenbahn. Wo kommt das alles her? Wie hat sich das entwickelt? Welchen Impact hatte zum Beispiel auch die Eisenbahn auf die gesamte gesellschaftliche Entwicklung im 19. und 20. Jahrhundert? All diese Sachen, wenn euch das interessiert. Ich habe mich da sehr belesen in den letzten 18, 20 Monaten. Gebe ich gerne euch nicht weiter. Schreibt es einfach mal unten rein. Dann werde ich ein bisschen was zu dem Thema mal machen. Für heute mit unserem kleinen Panzerspähzug war es das erstmal. Ich hoffe, ich habe alle Themen abgedeckt, auch wenn es jetzt das zweite Mal war. Wenn es euch Spaß gemacht hat, freue ich mich, euch beim nächsten Mal hier wieder begrüßen zu können. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, klickt am besten auf den Abo-Button, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Dann werdet ihr das nächste Mal natürlich darüber informiert, wenn ich mal wieder ein Video hier online stelle. So viel für heute. Ihr findet jetzt hier so ein paar andere Videos von mir, wenn ihr die noch nicht kennt. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.